Ja, ein herzliches Willkommen bei Bora wieder. Ich bin der Stefan. Ich möchte heute auf das Thema eingehen, Home-In-Schnittstelle, sprich einen Fensterkontaktschalter zu installieren. Heute beim Gerät Pure. Dazu haben wir uns eine Schnittstelle bestellt. Die habe ich jetzt schon mal ausgepackt. Die liegt einmal hier. Das heißt, hier die Schnittstelle selber. Dann haben wir die zwei Verbindungskabel, die wir nachher brauchen. Es sind ein paar Kabelbinder dabei und Schrauben. Und selbstverständlich ist das Ganze hier auch nochmal in der Montageanleitung beschrieben. Was wir noch brauchen, ist ein externes Kabel. Das ist dann dieses Kabel, das wir hier einklemmen, das dann entsprechend zum Fensterkontaktschalter geht. Bevor wir die Elektronik aber montieren können, müssen wir das Gerät vorbereiten und müssen uns die Schnittstelle, den Zugang zur Schnittstelle schaffen. Sprich, wir bauen jetzt mal gemeinsam ab. Als erstes nehmen wir hier unsere Auffangwanne mit den verschiedenen Clips, öffnen diese Clips, dann können wir die Auffangwanne selber auch schon abnehmen. Im Anschluss daran brauchen wir einen ganz normalen Schraubenzieher und wir haben hier rundherum umlaufend eine Verklipsung. Da gehen wir einfach mit dem Schraubenzieher rein und lösen diese Verklipsungen. Das Ganze haben wir auch dann noch hier innen 4-mal und schon geht das Gehäuse ab. Der nächste Schritt ist jetzt dann, uns den Zugang direkt zu schaffen ins Gerät. Sprich, wir brauchen hier einen 15er Torx, um das Elektronikgehäuse abzubauen. Und dann nochmal einen Schraubendreher, um das Ganze da hinten auszuklipsen. Das legen wir mal erst einmal zur Seite und jetzt sehen wir hier schon den Zugang, die Elektronik, und das ist der freie Steckplatz dann für die Home-In-Schnittstelle. Und zum Befestigen des Kabels haben wir uns was einfallen lassen. Wir haben nämlich hier diese Zugentlastung in das Kunststoffteil eingegossen und die müssen wir entfernen, indem wir das Ganze hier mit dem Schraubendreher ganz einfach mal ausbrechen. Das seht ihr hier. Das Bauteil legen wir uns erstmal zur Seite, das brauchen wir später wieder. Der nächste Schritt ist eben, uns hier im Elektronikgehäuse dann auch den Kabeldurchbruch zu schaffen. Das heißt, hier nehmen wir auch einen Schraubendreher, brechen das Ganze hier aus, sodass wir im Anschluss da das Kabel einführen können. Der nächste Schritt ist dann, in der Elektronik hier den Zugang zu schaffen für unsere Kabel, die dann zur Schnittstelle gehen. Das heißt, wir klipsen jetzt die Elektronik mal aus komplett, nehmen uns einen Seitenschneider zur Hilfe und dann wird hier dieser Steg jeweils ausgezwickt. Da sind auch schon Sollbruchstellen vorgesehen und das machen wir ganz einfach hier eben mit dem Seitenschneider. Das kann man dann auch ausbrechen. Auf der zweiten Seite hier das gleiche und somit haben wir uns hier schon den Zugang fürs Kabel geschaffen. Im Anschluss daran können wir dann auch schon die Schnittstelle direkt damit verbinden. Das heißt, ich nehme jetzt dieses Home-In-Bauteil, brauche einen kleinen Schraubendreher und verbinde schon mal unser Kabel dann im Anschluss mit der Schnittstelle. Das ist jetzt das Kabel, das am Anschluss zum Fensterkontaktschalter geht und das Signal gibt, ist das Fenster geöffnet oder ist das Fenster geschlossen. Dann haben wir hier die Kabel. Die könnt ihr auch gar nicht falsch anstecken, weil wie ihr seht, sind die kodiert. Also man kann sie nur richtig rum aufklipsen. Einmal und dann noch ein zweites Mal. Dann verbinden wir unsere Elektronik mit der Schnittstelle, wenn man es hier schön sehen kann. Und dann ist die Schnittstellenzugang ist jetzt schon geschaffen. Jetzt müssen wir das Ganze wieder montieren. Dazu klipsen wir unsere Elektronik wieder ein.
bis ein deutlicher Klick zu hören ist. Dasselbe machen wir dann auch mit unserer Home-In-Schnittstelle. Die klipsen wir auch hier ein. Und dann führen wir unser Kabel hier durch. Und montieren unseren Elektronikdeckel wieder. Und jetzt wird das Ganze in umgekehrter Reihenfolge montiert. Als erstes wird hier nochmal eine Zugentlastung montiert. Ich habe jetzt unsere Zugentlastung hier schon vorbereitet, schraube die hier noch fest. Für was brauche ich diese Zugentlastung? Einfach, dass das Kabel hier auch stabil bleibt. Das ist jetzt hier auch dieses Kabel, das dann am anderen Ende beim Fensterkontaktschalter direkt verklemmt wird. Schnittstelle ist jetzt fertig. Jetzt brauchen wir noch unser Gehäuse natürlich. Das Ganze wird nur verklipst. Wir stecken das Ganze hier zusammen, bis es deutlich einrastet. Einmal Klick und hier wieder Klick. Dann die Auffangwanne unten noch montieren. Verklipsen das Ganze wieder. Und dann war es das auch schon. Ich hoffe, unsere kleine Anleitung war verständlich. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Montage. Wir sehen uns beim nächsten Video mal wieder. Und ansonsten viel Spaß. Danke, Servus, pfiat euch.